Dreh der Welt, der ein Riesenhit, nämlich Maria Magdalena. It's so Heat in the Night, ein weiterer Erfolg von ihr. Nee, in the Night, so ist er richtig. Und die gibt es in Japan und in ganz Europa. Und auf der anderen Seite unser Zuschauer, der Duisburg und heißt Ernst Schüler. Ich freue. Das ist hübsch. Das ist ein Talisman? Das ist mehr oder weniger ein Talisman, ja. Wie lange? Letztes Jahr. Von wem? Ende des Jahres, nein. Ja, sie ist ja auch ein Schmuckstück. Sie haben gemerkt, habe ich eben den falschen Titel gesagt, nicht? In the Heat of the Night. Und der erste war Maria Magdalena. Ja. Und es sind über 20 Millionen Schallplatten. Ich hoffe es. Ich finde das ganz toll. Das muss ein tolles Gefühl sein, in Japan auf der Bühne zu stehen. Weiß man, was die Menschen einem da sagen, wenn sie auf dich zukommen, auf sie zukommen und sagen, es ist so toll, was sie singen und es gefällt uns so gut? Oder versteht man nicht gleich jedes Wort, auch wenn man lange dort singt? Auch wenn man lange da ist. Ich war inzwischen, glaube ich, 9 Mal in Japan, habe da große Konzerttourneen gemacht, damals noch mit Arabesque. Und damals haben wir die Ansage auf Japanisch gemacht. Und das war sehr, sehr schwer zu lernen. Aber Sie können es jetzt noch. Ich glaube, ich kann es jetzt noch. Ja. Da ist ein Japaner zu Hause, der sich freuen würde, wenn Sie ihn in seiner Landessprache begrüßen würden. Konnichiwa, shou o tanoshinde kudasai. Domo arigatou gozaimashita. Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Das heißt was? Hallo, das heißt so mehr oder weniger wie Hallo, wie geht es euch heute Abend? Und ich möchte euch meine neue Show vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Den neuen Titel hören wir später. Den hören wir später. Und ich frage einfach mal unseren Zuschauer, Herr Schüli, wie viele Platten haben Sie denn von Sandra? Ich würde sagen, Herr Heck, ein paar weniger als 20 Millionen. Das nehme ich an. Aber wie viele Titel haben Sie? So 2, 3 von ihr habe ich schon auf Langspielplatten. Also wo verschiedene Erfolge drauf sind und Ihre Erfolge natürlich. Was machen Sie beruflich? Ich bin beim Oberstudium Stuttgart tätig und leite dort den internationalen Schüleraustausch. Das heißt, Sie kümmern sich um die Schüler, die rausgehen ins Ausland, aber auch vor allem die aus dem Ausland zu uns. Ganz genau. Mit allen Sorgen kann man zu Ihnen kommen. Im Grunde mit allen Sorgen, vor allen Dingen zu den 3, die noch mit mir zusammen diese Arbeit verrichten. Ich hoffe, Sie kümmern sich jetzt sehr um Sandra. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, drücke die Daumen, darf bitten, an seinen Platz zu nehmen. Und wir beginnen. Es geht in der ersten Runde um 500 Mark und da sind die ersten Überschriften. Ansichtskarte, Visitenkarte, Landkarte, Glückwunschkarte, Eintrittskarte und eine Speisekarte. Sandra, kochen Sie gerne und gut oder gar nicht? Ich koche sehr gerne, aber nicht so ganz. Dann hoffe ich, dass Sie jetzt ein fabelhaftes Menü finden. 7 Punkte sind jeweils dahinter zu finden. Was darf es denn sein von dem, was wir haben? Ansichtskarte. Eine Ansichtskarte. Schreiben Sie Ihren Eltern aus der Stadt, in der Sie auf der Welt auftreten, eine Ansichtskarte? Nein, das hatte ich anfangs getan, aber tue ich inzwischen nicht mehr. Da hätte ich viel zu tun. Aus jeder Stadt? Nicht eine Karte wenigstens? Mami? Ich telefoniere fast jeden Tag mit meiner Mutter. Das ist viel mehr wert. Das ist viel mehr wert. wert. Prima. Aber Sie haben die anderen Städte im Herzen. Ja, natürlich. Und jetzt weiß ich, dass Sie auf die erste Runde warten. Es geht los, 500 Mark verdoppelbar auf 1000. Alle 7 durchgeraten. Gibt? Völlig richtig, 200 Mark. Achtung, fertig, ab. Wenn man urlaubsreif ist, dann fährt man in die... Berge? Nein, in die... Anderes Wort für Urlaub? In die Ferien? Ja. Und wo übernachtet man da? In einem? Hotel? Und dann sendet man viele... Karten? Ansichtskarten? Briefe? Nach Hause? Briefe, Ansichtskarten, Postkarten? Nein, viele... Grüße? Ja. Und dann schreibt man auch oben... Die Adresse? Nein, den Absender? Adresse, Absender und... Und vor allem das Datum. Man will ja wissen, wann man wo gewesen ist. Nicht? Und vor allem der die Karte erhält, will wissen, wann man da war. Jörg von Torra, darf ich dich bitten, zu sagen, was du haben möchtest? Da ich ja ziemlich viel in der Welt rumkomme in meinem Beruf, hat Karin sich spontan für die Landkarte entschieden. Und du hast spontan Ja gesagt. So ist es. Prima. Also die Landkarte. Achtung, fertig, 7 Begriffe sind da zu finden. Und los. Kein Meer, aber auch ein Gewässer. Ein See. Ein See. Der Rhein ist ein. Fluss. München ist eine große. Stadt. Der Kölner Dom ist eine. Kirche. Zwischen der DDR und der Bundesrepublik ist Grenze. eine. München-Riem hat einen. Bahnhof. Riem. Flughafen.
Hügel, mehrere Hügel, große Hügel. Gebirge. Nee, Hügel. Hügellandschaft. Gebirge ist schon ähnlich. Berge. Ja. Ja, die Berge kamen aber in letzter Sekunde. Dann sind das 6, toll. Beim Gebirge waren Sie auf die einfachen Berge, kamen Sie nicht. 3:6, 6:3. 4 Möglichkeiten haben wir. Herr Schüli wählt eine davon. Wir nehmen die Glückwunschkarte. Die Glückwunschkarte. Ich hoffe, ich kann am Schluss sagen, herzlichen Glückwunsch. Wenn es 7 sind, sind es 200 Mark. Achtung, fertig, los. Herzlichen Glückwunsch zum 11. Jahrestag. Nein, Geburtstag. ja, weiter. Vor der Hochzeit kommt die verliebt, verheiratet. Verlobt. Ja, und Verlobung. jetzt, ja. Anderes Wort für Prüfung? Abitur. Nein, anderes Wort? Examen. Ja. Nicht silberne, das nächste. Gold. Heirat, ja. Goldhochzeit. Goldheirat. Ein ganz kleines Kind, frisch auf der Welt, nennt man Baby. Und ich mache am Auto meinen. Führerschein. Ja, das kam auch noch. Der Führerschein kam auch noch, das sind es 9. Karin Rädelmann, Also wir nehmen Eintrittskarte. die Eintrittskarte. Jörg, hast du eine Eintrittskarte für heute in einer Woche? Werder gegen Dortmund? Auf alle Fälle in Berlin dabei, das ist doch ganz logisch. Ja, nicht? Ich sage aber noch nicht, für wen ich bin. Sonst ziehe ich mir wieder Ärger. Das merkt man auch nie. Also, Achtung, fertig, ich schwenke die grün-weiße Fahne und sage, los. Kein Tennis, sondern Tischtennis. was du unheimlich oft moderierst. Fußball. Ja, und dann dahinter, was Bundesliga. machen wir hier? Quiz. Was ist Gespräch. das? Mensch, ärgere dich nicht, was ist das? Spiel. Ja, zusammen jetzt? Fußballspiel. Ja. Im Theater, also Oper und dergleichen, auf der Bühne kann man hören, Arie. ein Gesamtbegriff. Also keine Oper, keine Operette, sondern wird nur gespielt. Ein Wird nur Musical. gespielt. Ach so, Klassisch. eine Sinfonie. Klassisch. Oh Gott. Was klassisch? Ein Konzert. Ja. Auf der, Da kommen wir nicht mehr hin. Wir haben Das noch ist aber Visitenkarte und Speisekarte. Es steht 9:8. Und Sandra ist dran. Wir nehmen die Visitenkarte, ist klar. Die Visitenkarte. Achtung, fertig und ab. Wie heiße ich? Sandra, Mein, Name, Künstlername, Name, wenn ich meine Mutter anrufen möchte, brauche ich dazu ein. Telefon, Und du hast einen, ich habe einen, Name? alle haben einen. Wo wir Vorname, arbeiten, das im ist unser... Betrieb, Firma, Büro, Nein, Amt, was gibt es noch? Firma, Betrieb, nein, Büro, nein, Arbeitsplatz, nein, das Ganze, wie nennt man das Ganze? Fabrik, Nein, der Beruf. Beruf. Es war ganz einfach der Beruf. Bei Ihnen ist ein Beruf, bei Sandra eine Berufung. Und ich darf sagen, 11:8, 8 Punkte, 11, 3 Punkte bis zum Gleichstand, 4 wäre Sieg und 7 wäre Sieg und 200 Mark. Alles zu finden, Jörg, auf der Speisekarte. Wir geben uns Mühe, Dieter. Achtung, fertig und los. Das löffelst du. Das ist eine... Suppe. Ja. Das trinkst du, ist Schaum drauf. Sekt. Nee, Hier. Ja. Das isst du, ist italienisch. Spaghetti. Genau. Habe ich heute nicht aber eher. Ein Schlips. Ja, was Krawatte. anderes Wort dafür. Krawatte. Ja. Ist Grünzeug. Salat. Ja. Gegenteil von süß? Sauer. Ja. Sauerbraten. Gut, oh, bist du gut. Das isst du Dessert. Das ist ja Eis. Nee. Nachtisch. 11 Punkte. 11 für Sandra und Ernst Schüli und 3 mehr, also 14. Und damit die ersten 500 auf dem Konto. Die zweiten 500 könnten dazukommen. Wir rollen so rein. Jörg schmeißt sich in die Brust. Schnallt sich an. Ich finde das toll, wie oft du meine Sendung gesehen hast. Sofort anschneiden, das ist natürlich ungeheuer. Das ist Ich alles hab's gleich weiß. geschnallt, ne? Ja, habe ich gemerkt, habe ich gemerkt. Pass auf, es geht jetzt, hören Sie gut zu, Karin, es geht um Hauptworte und Begriffe. Davon finden wir einen Teil rund ums Heiraten. Der Begriff als Ganzes trägt allerdings kaum feierliche Züge. Also ich weiß von deiner Frau, dass du sie am Tage der Hochzeit über die Schwelle getragen hast. Das stimmt, woher weißt du das? Hat sie dir erzählt? Sehr stolz hat sie das erzählt. Ehrlich? Das sollte unter uns bleiben, muss ich ehrlich sagen, ja. Also das war die Schwelle. Ja. Es war eine Reizschwelle, ist eigentlich bei der Hochzeit kaum. Wobei natürlich auch Reize dazugehören zum Heiraten. Aber die Reizschwelle wäre so ein Wort, um eins zu finden. 6 andere hat der Uli Rossius gefunden. Alles ums Heiraten, ein Teil. Alles klar? Klar. Du erklärst, Sie kommen drauf. Und wenn er alles richtig erklärt, dann haben Sie weitere 500 Mark auf dem Konto. Achtung, fertig und los. Was trägt die Braut? Ein Kleid.
Nee, oben auf dem Kopf. Ein Schleier. Ja, das ist das zweite Wort. Schleierkraut. Nee, das ist das zweite Wort. Und wenn jetzt schlechtes Wetter ist, wenn es diesig ist... Nebelschleier. Super. Hier, dieser hier da. Knopf. Nee, das, was ich hier... Ach so, ein Ring. Ja, und dann ist es noch... Das ist das zweite Wort. Erste Wort ist ein Sport. Geht das richtig zur Sache? So, hier. Ringkampf. Nee, Ringen. ja, nicht Ringen, sondern René Weller ist ein... Boxer. Ja, und Boxring. jetzt... Super. Die Kirche, da läuten sie immer. Ja, in Glocken. Ja, das ist das zweite Wort, Einzahl. So, und jetzt was zu essen, was aus Milch ist. Aus Milch. Ja, also kein Fleisch, sondern Nudeln. ist so als Dessert immer so. Ist gelb, ist gelb. Gelb. Eierglocken. Ja. Nee. Edamer. Käse. Käseglocken. Ja. Was tut man, wenn man heiratet? Dann hält man... Eine Rede. Nee, Nein. wie heißt das Ding überhaupt, heiraten? Hochzeit. Ja. Und dann ganz große Tiere mit dem Rüssel, ist das erste Wort. Elefanten. Dazu. Hochzeit. Ja. Ja, das kam noch. Auch das würde ich gerne noch haben. Ja, wunderbar. Also, dann sind das 550, 600, 650, 750 Mark. Müssten da vorne stehen, die Elefantenhochzeit kam noch. Es wäre dann noch der Augenzeuge, nicht? Dann wäre noch gekommen die Gardinenpredigt. Die Gardinenpredigt. Sandra, Sie haben einen Riesenerfolg. Wie verkraftet man das? Hat es irgendwann mal so Sekunden gegeben, wo Sie gesessen haben und gesagt, das ist alles so unglaublich, ich begreife das alles nicht. Ein Hit nach dem anderen, 14 Titel in unmittelbarer Folge in den Charts. Dreht man da manchmal durch? Nein, ich glaube, das kann mir nicht mehr passieren. Ich meine, ich habe sehr lange Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Sie haben ganz jung angefangen, mit Ja, 12. mit 12 Jahren. Und ich habe sehr viele Höhen und auch sehr, sehr viele Tiefen durchgemacht. Und ich glaube, dann lernt man es, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Wer war der Erste, der Ihnen mal so Tipps gegeben hat und hat gesagt, pass mal auf, wenn der Erfolg auf dich zukommt, dann um Gottes Willen nicht verrückt spielen. Du machst dir alles selbst kaputt. Das war von Anfang an klar. Das war mir von Anfang an klar. Das heißt, das haben Sie selber Ja. gefühlt, Ja. gewusst, Ich habe es bei erlesen anderen vielleicht auch. gesehen. Bei anderen Da wollen wir Künstlern. keine Namen nennen. Eben. Sie sind verheiratet mit einem der erfolgreichsten Komponisten, der gleichzeitig auch für Sie eigentlich alles maßschneidert, nämlich Michael Cretu. Sie leben sehr oft und sehr viel auf Ibiza, in der Sonne. Aber in der Sonne liegt man nicht nur in derselben, sondern man arbeitet auch. Wie ich den Michael kenne, Eben, ja. arbeitet er sehr viel. Ja, wir haben da ein Studio und arbeiten auf Ibiza, genau wie wir vorher in München gearbeitet haben. Schmeißt er viel weg, was er geschrieben hat? Oder sagt er sofort, ich habe eine Nummer, das ist ein unglaubliches Ding, hört ihr das mal an und spielt das vor. Spielt er Nein. so oder spielt er so? Er spielt so. Also Klavier. Ja, alles mögliche, Synthesizer und so weiter. Und wenn er eine Idee hat, dann versucht er, die zu verwirklichen und arbeitet so lange daran rum, bis er glaubt, dass sie gut ist. Und es kann aber schon mal passieren, dass er eine ganze LP komplett wegschmeißt. Das hat er für seine eigene LP auch schon mal gemacht. Sehr, sehr Und alles kritisch. nochmal von vorne beginnt, ja. Hat es auch Dinge gegeben, wo Sie gesagt haben, du tu mir einen Gefallen, ich möchte es singen, auch wenn es dir nicht gefällt. Ich finde das so schön. Ja, das hat es auch schon gegeben. Das haben wir auch jedes Mal gemacht. Dann. Recht behalten? Ja. Ja. Oder daneben gelegen? Recht behalten. Haben Sie auch schon mal voll daneben gelegen? Ja, Bei all dem natürlich. Erfolg? Ja. Oder kann man, wenn man so oft wirklich in den Charts war und Erfolge hatte, Man kann es dann niemals berechnen. sagen, das wird ein Hit, das wird keiner, das Nein, wird ein Hit, das wird kann man keiner? nicht. Man kann es nur vermuten. Das wäre das Tollste, was es geben würde, nicht? Das wäre toll, ja. Ich habe immer gesagt, man würde dann mit einer goldenen Sänfte durch Schallplattenhäuser getragen werden, nicht? Könnte man viel Geld sparen, wenn dem so wäre. Wollen wir die nächste Runde spielen? Ja, gerne. Prima. Da kommen die Überschriften. Da haben wir alles, was man einziehen kann, alles, was man einsetzen kann, alles, was man einwerfen kann, alles, was man einstecken kann, alles, was man einbauen kann und alles, was man einschlagen kann. Welchen Weg wollen wir einschlagen? Alles, was man einstecken kann. Was man einstecken kann. Ihr wart eben so dicht dran. Jetzt geht es um 1000 Mark, verdoppelbar auf 2. Und alle 7 durch sind auch wieder 200 Mark. Ich drücke die Daumen, dasselbe auch hier. Achtung, fertig, los. Wenn man keinen Erfolg hat, hat man eine... Pleite, Nein, eine... Misserfolg, wenn weiter weiter. Mit was schließt man die Tür auf? mit dem Schlüssel, Wenn man den Schnupfen hat, braucht man ein... Taschentuch, Goldene Gabel, Gegenteil. silberne Löffel, Früher hat man in der Schule oft eine Ohrfeige bekommen, Anderes Wort für Ohrfeige. eine Schläge. Also so oft auch nicht. Weil ich erinnere mich noch dran, ich habe mal so mit dem Rohrstock was draufgekriegt. Muss nicht sein, nicht? Ich Aber auch noch daran. war meistens, kennst du das auch noch? Nee, nicht? Ich war immer ein ganz braver Schüler. Das glauben die mir hier nicht, ist ganz merkwürdig. Ich kenne einige Freunde von dir aus Bremen. Ich sollte an der Stelle nichts weiter sagen,
Wir unterhalten uns später über den braven Schüler Jörg von Torra. Ich bin dir dankbar für deine Loyalität hier. Ja, ja. Wir wollen da nicht weiter drüber sprechen, aber ich darf dich jetzt fragen, lieber Jörg, was darf es denn sein? Wir haben uns entschieden, da ich gerade ein Haus baue, für alles, was man einbauen kann. Ja, alles, was man einbauen kann. Achtung, fertig, los. Da kommt Wasser raus, das ist ein Badezimmer. Wasserkran. Nee, Ein Geyser. wo du morgens immer runtergehst. Wo ich morgens immer runtergehe. Als erstes da. Kommt Wasser Dusche, raus. Ja. Dusche. Ja. Wenn ich jetzt rede, ne? Und dann ist das insgesamt ein... Redefluss. Beim Tennis gibt es einen Ein Spiel und Sieg. Spiel, Also. Bumm und Sieg. Match. Ja, nee. Spiel. Ich sage jetzt einen... Ich rede jetzt Wörter. Zusammengesetzt sind das... Ein Satz. Ja, super. Bleifrei. Wenn Boris Becker so lange brauchen würde, bis er einen Satz gewonnen hat. Aber das kann passieren, nicht? Das geht Ihnen manchmal zu Hause. Wenn Sie jetzt eben zu Hause gesagt haben, warum kommt denn die Reddemann nicht auf Satz? Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie da sitzen würden, würde es Ihnen wahrscheinlich genauso gehen. Plötzlich sagt man das einfachste Wort und man kommt nicht drauf. Ich komme drauf zu sagen, Herr Schüli, Sie können wählen. Herr Heck, alles, was man einziehen kann. Achtung, fertig und ab. Den hier. Bauch. Ja? Und das Geld, das ich bezahlen muss für mein Haus, das habe ich, Zinsen. nee, das habe ich nicht gekauft, sondern da muss ich was bezahlen. Das gehört jemand anderem, das Haus. Also muss Darlehen. Nein, ich muss Monats, Miete. ja. Und ein Zinn in der Bundeswehr, ein Zinn. Was für ein? Soldat. Jawohl, gut, weiter. Und da hinten ein Tier hat einen? Schwanz. Ja. Und ich habe hier eine bestimmte, keine Spiel, sondern eine, das Karte. Ist, ja, und Bleiben Sie ganz ruhig. Eine Scheckkarte. Sehr gut. Hatte er noch. Und wir sollten vielleicht sagen, sehr verehrter Herr Minister Stoltenberg, da Sie erst relativ kurze Zeit im Amt sind, Sie haben keine Zinnsoldaten. Nicht, dass der Junge eine völlig andere Idee kommt plötzlich. Ich bitte um Verzeihung, Herr Minister. Karin Reddemann, Also wir nehmen alles, was man einschlagen kann. da schlagen Sie jetzt den richtigen Weg ein. Da kommt noch ein Satz gleich. Achtung, fertig, los. Ist Eingang. Anderes Wort für Pforte. Tor. Nee. Tür. Nicht. Ja. Anderes Wort für Straße, Pfad. Ich gehe meinen. Weg. Ja. Es ist am Kleid hier. Was ist das? Ein Saum. Ja. Im Auto. Was ist das hier? Ein Lenkrad. Ja. Was ist das? Zähne. Ja. Das hängt an der Wand, ist rot und, nee, hängt nicht an der Wand, ist rot. Ist so ein kleines rotes Ding und wenn man draufdrückt, wenn zum Beispiel Brand ist, was ist das? Feuerlöscher. Nicht Löscher, sondern? Alarm. Ein Feuermelder Melder, wäre. ja, Ein so. Feuermelder wäre Ja. es gewesen. Hängt an der Wand und ist rot. Nein, es ist nicht rot. Es hätte auch eine rote Kuckucksuhr sein können, nicht? Kuckuck, was darf sein? Sandra. Alles, was man einwerfen kann. Ja, Achtung, fertig und los. Es ist rund. Man wirft es. Ball, Ja. Mit dem Ball kann man auch was kaputt machen. Scheibe, Anderes Wort für Fensterscheibe, Scheibe, Fenster. ja. Was wirft man in einen Briefkasten? Weiter, 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 weiter. Sandra, weiter. Ich stelle dir eine. Frage, Und was habe ich in meiner Tasche? Kein Taler, eine. Münze, Ja. Und es ist groß wie ein Sack und man tut Schmutz Und es- rein. Eine Mülltüte. Aber kam nicht mehr. 11:7, das heißt 4 Punkte. Hatten wir schon mal, nicht? 4 Punkte bis zum Gleichstand, 5 bis zum Sieg und 7 Sieg und 200 Mark. Alles, was man einsetzen kann. Jörg von Torra erklärt. Karin Reddemann kommt drauf. Achtung oder auch nicht. Fertig, los. Kohle. Geld. Habe ich hier. Zähne. Ja, kann ich rausnehmen. Ein Gebiss. Das wusste ich doch nicht. Wenn ich nicht tot bin. Bin ich lebendig. Ja, und Hauptwort. Leben. Oh, was blüht so schön im Garten? Blumen. Ja, und wenn ich es aufschneide, ist das jetzt ein neues Wort. Zwiebeln. Ja, Zwiebeln. super. Mich, dich, das nächste. Ihm. Nee. Nein, mich, Nee. dich, euer. Weiter. Sich. Ihr unser Sich. Lieber und davor. Sich. 11 Punkte rechts, 11 Punkte links. Das heißt, wir haben einen Gleichstand. Und das bedeutet, Karin, darf ich Sie einmal von dem Jörg wegreißen? Darf ich Sie bitten, vorne auf die Kamera 2 von Peter zu schauen? Darf ich Sie dasselbe bitten? Und jetzt hören Sie bitte gut zu. Wer als erster sagt, wohin ich will, der hat die Hälfte dieses Einsatzes, nämlich 500 Mark auf dem Konto und die zweite Hälfte 1000 Spielen. Sie hören Sie bitte gut zu. Es findet immer
im Dunklen statt. Meistens schaut man nach oben und sagt, oh, Planetarium. Nicht. Sonnenfinsternis. es knallt und zischt. Feuerwerk. Ja. Ja. Dann rollen wir so rum rein. Und ich muss jedes Mal sagen, es tut mir immer wieder leid, einer schönen Frau zu sagen, bitte, bitte anschnallen. Ich muss Sie jetzt bitten, in die Schlaufen zu gehen und gut zuzuhören. Sie bitte auch. Es geht um zusammengesetzte Hauptworte und Begriffe, die zu einem Teil Schmerzen und Beschwerden beinhalten. Das ganze Wort ist aber noch nie auf einem Krankenschein zu finden gewesen. Also wenn man einen Kratzer hat, dann kann das wehtun. Kann sich wehtun, nicht? Aber einen Wolkenkratzer, den findet man kaum auf einem Krankenschein. Nicht? Alles klar? Ja. Solche Dinge sind da. Sie erklären sie, er kommt drauf, dann hätten Sie 500 sind jetzt schon drauf. Und 1000 könnten dazukommen. Achtung, fertig und los. Bevor ich auf die Bühne gehe, habe ich... Lampenfieber. Ja. Wenn es regnet, ist ein ganz besonderer... es Sauer. regnet. Wasser. Wie heißt es, das Blaue da oben? Wolke. Ja, richtig. Und es ist ein... Wolkenschauer. Anderes Wort für Schauer, Wolken... Wolkenbruch. Ja. Wenn ich Aua habe, dann habe ich Schmerzen. Einzahl. Schmerz. Das ist das zweite Wort. Erste Zahl, Gegenteil von anderes Wort für Welt. Weltschmerz. Für Erde. So ein Mist. Weltschmerz. Weltschmerz war es. Was hätten wir denn Anderes noch Wort gehabt? für Erde, wollte ich sagen. Wir hätten noch Heimweh gehabt. Wir hätten noch, wenn man sich Blasen läuft, nicht Seifenblasen. Und wir hätten Budapest auch noch gehabt. Die Pest, auch eine Krankheit. Budapest, eine wunderschöne Stadt. War das Gefühl, der ist Bremer. Also wer ein bisschen was vom Fußball versteht. Ich meine, ich will damit nicht sagen, dass ich nichts vom Fußball verstehe, um Gottes Willen. Aber da merkt man schon, wo sein Herz schlägt. Außerdem finde ich das fabelhaft, wenn ein Mensch auch drüber stehen kann. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend und ganz wichtig. Du hast mal bei einer Sendung, hatte ich das Gefühl, nicht so ganz drüber gestanden. Ich habe zwar dasselbe gesagt, aber du hast bei einer Sendung einen Schiedsrichter gleich mit einer goldenen Uhr versehen. Ja. Hat das Ärger gegeben? Ja, hat schon ein bisschen Ärger gegeben. Also es haben, ich glaube, 12 Millionen geschaut damals. Und ich habe wörtlich gesagt, bei diesem Elfmeter gegen Werder Bremen Ja, auch noch, der ja. keiner war, gegen AC Mailand. Hast du dich aufgeregt? Ja, habe ich mich aufgeregt und dann habe ich gesagt, entweder der Schiedsrichter hatte einen Blackout oder er brauchte mal wieder eine goldene Uhr und die italienischen sollen ja besonders schön sein. So habe ich das gesagt. Und damit habe ich... Ich finde das schön, dass du dazu stehst, auch heute noch. Damit habe ich sicherlich auch dem Zuschauer 2 Möglichkeiten an die Hand gegeben. Der Schiedsrichter konnte ja auch einen Blackout gehabt haben. Richtig. Haben ja ab und zu wir als Kandidaten in Ja. dieser Sendung auch. Kann passieren. Aber haften geblieben ist das Ding von der goldenen Uhr. Natürlich. Und da haben die Leute natürlich am nächsten Tag auf der Straße gesagt, hast du das gehört mit der goldenen Uhr? Vom Blackout hat da gar keiner mehr geredet. völlig klar. Da lief nur noch die goldene Uhr. Und wir haben insgesamt 30 Leute geschrieben. Davon, das muss ich ehrlich sagen, waren 8 Italiener und 20 Schiedsrichter. Und der normale deutsche Fernsehzuschauer, der hat gesagt, na gut, da hat endlich mal einer gesagt, was wir alle gedacht haben. Hast aus deinem Herzen keine Mördergrube gemacht? Ja, auf der anderen Seite, das muss ich auch noch einräumen, Dieter, ist es natürlich ein bisschen problematisch, sowas zu sagen, weil man als Moderator in einer Sportsendung wirklich moderat sein soll und versuchen soll, auch ein bisschen zu schlichten am Ende des Spiels. Also ich habe mich da schon sehr weit vorgewagt. Und außerdem will der Zuschauer an so einer Sportsendung eigentlich, glaube ich, fachliche Informationen haben und nicht so viel Ironie, wie ich das manchmal an den Tag lege. Da bin ich ganz selbstkritisch. Wenn ich das in der Sendung gesagt hätte wie Scheibenwischer bei Dieter Hildebrand, dann hätten sie wahrscheinlich hingepasst. alle auf den Bänken gestanden und hätten geklatscht. Das ist richtig. Ich habe gerade auf meine italienische Uhr geguckt. Ja. Wir müssen zum nächsten Spiel kommen. Da sind die Überschriften. Wir haben Gesalzenes und Gepfeffertes. Das passt gut zum Sport. Zerbrochenes, Dauerhaftes, sicher ist sicher, bitte genauer und auf keinen Fall. Was darf es denn auf jeden Fall sein? Karin, was wollen wir? Gesalzenes und gepfeffertes? Oder hast du einen anderen? Das kann man nehmen. Ja, hast Gesalzenes und Gepfeffertes. Es geht um 1500 Mark, verdoppelbar auf 3000, alle 7 durch 200 Mark. Achtung, fertig und ab. Der Dieter hat mit mir noch eine offen. Die muss er auch begleichen. Wette. Die muss er begleichen. Schulden. Nee, wenn du das bezahlst, ist es, Ja. du bezahlst eine... Eine Rechnung. Ja. Eine Rechnung offen. Ich habe heute keinen an, aber er hat einen an. Schlips. Nee, hier, das Ganze hier. Nicht nur Jackett Anzug, und Hose. Anzug, Ja. Anzug. Ungarisch Speise, ungarisch Paprika und da ist drin... Gulasch. Gulasch, ja. Wächst auf dem Feld, ist rot und dazu das Getränk. Das ist der Tomatensaft. Der Tomatensaft. 3:0, aber Sandra wäre dran und sagt bitte was.
Auf keinen Fall. Auf jeden Fall ist Überschrift auf keinen Fall. Achtung, fertig und los. Man steht an der Ampel und man darf nicht weiter, weil es Bei ist Rot. ein... Es ist Rotlicht. man steht da und man Stau. darf nicht Weiter. weiter. Kein Friede, Krieg. ja. Wahrheit, Gegenteil. Lüge. Du kriegst von deinem Chef wenn du gut bist. Beförderung. Eine. Gehaltsverbesserung. Gehaltserhöhung. Ja. Man, Und am Anfang, das war das Halteverbot. 3:3. Unentschieden, noch nichts passiert. Und der Schirm wird gedreht. Völlig richtig. Karin, was nehmen Sie? Wir nehmen sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Achtung, fertig und los. An der Grenze zum Beispiel, wenn man seinen Pass vorzeigt, dann ist das eine... Kontrolle. Ja. Wenn ich abgeführt werde in den Knast, was bekomme ich dann? Handschellen. Ja. Das ist also zum Beispiel bei E-Männchen und dergleichen, die stehen dann an der Straße und haben so ein Ding in der Hand. Wie nennt man die? Kelle. Nee, wie nennt man diese Kinder, die da also stehen? Die haben Uniformen an, auch mit Kellen in der Hand. Genau. Ältere Frauen bringen oft, oder ältere Leute bringen oft ihr Geld nicht auf die Bank, sondern haben zu Hause einen... Sparstrumpf. Ja. Wenn ich nicht richtig mich im Wasser bewegen kann, was trage ich dann? Eine? Schwimmweste. Ja. Aber wenn J. von Torra mit Herrn Groß gemeinsam schwingt ist gut, schwimmt, kommt er ohne Schwimmweste. 7:3. Herr Schüli. Wir nehmen Zerbrochenes. Zerbrochenes. Achtung, fertig und los. Der Zerbrochene, wo Wasser drin ist. Eimer. Nee. Glas, Flasche. Aus Ton. Ein Gefäß aus Ton. Topf. Nein, es gibt ein anderes Wort. Der geht zum Brunnen, bis er bricht. Der... Stein. Nein, weiter. Ritter. Daher habe ich mein Schmerz, ein anderes Wort, das ist mein... Herz. Ja, weiter. Und verfallene Schlösser, wie nennt man die? Ruinen. Und an der Wand, da guckt die Königin rein. Spiegel. Ja. Und das ist mein... Kopf. Ja. Und ich habe ein Gutes zu dir. Verhältnis. Ja, das kam doch. Das Verhältnis kam doch. Weiß zwar nicht, was der Michael dazu sagt und weiß auch nicht, was Frau Schüli dazu sagt. Ich ahne nur, was Herr Dr. Heindl dazu sagt. Herr Dr. Heindl, ich habe schon gedacht, Sie sind krank. Sie sind doch da. Nein, schönen guten Abend. Da, Herr Dr. Heindl. Natürlich kam das zu spät. Und ich musste das auch monieren, schon im Hinblick darauf, dass Herr von Torra ja ein gestörtes Verhältnis zu den Schiedsrichtern hat und wir dann Gefahr gelaufen hätten, Herr Dr. dass Heindl. er sich zu Recht beschwert hätte. Zu Recht. Herr Dr. Heindl, also das heißt, es geht ein Punkt wieder runter. So ist es. Sie Also haben es sind 7:7. völlig klar verstanden. Sind es 7:7. Wir Richtig. hatten eigentlich schon Ihnen eine sehr preiswerte kleine Messinguhr zugedacht, aber Ich habe mir das Wollten Sie nicht. überlegt, Wollten Sie nicht. aber ich trage nicht Gold, das passt nicht zu meinem Teint. ja. Teint geschrieben. Herr Dr. Heindl, ich wünsche Ihnen dennoch einen goldenen Abend. Wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederschauen. Naja, das war das, also 7:7. Ich habe gedacht, es wäre mit dem Gong gekommen. Dauerhaftes und bitte genauer, wer wäre dran? Wir spielen jetzt mal Bank. Ich setze mich jetzt mal durch gegen Sie. Wir nehmen Dauerhaftes. Dauerhaftes. Ja. Dauerhaftes. Achtung, fertig und los. Wenn du einen Mord machst, kriegst du... Strafe, lebenslänglich. Wenn alle Haare weg sind, hast Glatze. du eine. Die Sendung heißt... Pyramide. Mehrzahl? Pyramiden. Gut. Als Baby hast du und als Kind Schnuller. ein Dauerlutscher. Letzte Wort nur. Lutscher. Ein böses Omen. Ich habe zum Beispiel ein... Also, Aberglauben. Nee, ein Gegenteil von gut, guter. Böse. Guter, nee, gut. Gegenteil, schlecht. Schlecht. Ja. Jörg, ich weiß nicht, wie du das klar machen willst zu Hause. Wenn du in einer Fernsehsendung vor ein paar Millionen Menschen sagst, du hast einen schlechten Ruf. Ich wollte ihr doch nur helfen. Das verstehe ich. Und das, liebe Frau von Torra, hat er immer nur gewollt. Da war nie was anderes. Also alles, was man Ihnen da erzählt, alles dummes Zeug. 11:7. Bitte genauer, muss ich jetzt sagen. 4 Punkte bis zum Gleichstand. 5 wäre Sieg, 7 wäre Sieg und 200 Mark. Bitte genauer. Achtung, fertig, los. Draußen ist schönes, Wetter. nicht Vergangenheit. Zukunft. Ich gebe dir du hast zu tun, Einen Auftrag. du Befehl. musst, ja. Wenn du mir schreiben willst, brauchst du meine. Adresse. Sie kann sehr gut Erklären. Fremdsprachen, Sprechen. ins Deutsche bringen. Übersetzen. Ja. Weiter, Übersetzung. weiter.
Entschuldigung. Ja, das kam in letzter Sekunde. Kinderkost, das der auf 11 Punkte. 1 Punkt mehr, 11 Punkte für Karin Rettemann und Jörg von Torra. Und 12 Punkte und damit die 1500 Mark auf dem Konto. Die Stichfrage hatte ich bereits in der Hand. 1500 kommen dazu. Jawohl, das sind 2-2. Und da können weitere 1500 dazukommen. Herr Schüli, hören Sie bitte gut zu. Da war irgendeine Stimme von oben, die etwas sagte, was ich nicht verstanden habe. War es wichtig? Danke. Aber jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's wichtig. Es geht um Redensarten, die ein Tier an einer Stelle beinhalten, wo es in Wirklichkeit selten zu sehen ist. Oder haben Sie schon mal eine Laus über Ihre Leber laufen sehen? Aber den Ausdruck kennst du nicht? Ja. Dem ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ne? Sowas gibt es. Sie kommen hoffentlich drauf. Sie erklären und ich muss bitten, sich anzuschnallen. Darum muss ich bitten. Achtung, fertig und los. Wow, wow. Hund. Hunde, tut die man- bellen, beißen nicht. Nein, tut man in eine große Platte auf den Herd. Nicht ein Topf, sondern eine... Napf? Nein, eine... man brät da drin. Pfanne. Ja. In die Pfanne hauen. Hund. Der Hund. Ja. Den Hund in die Pfanne Ja. hauen. Ein Tier bringt die Babys nach Hause. Der Storch. Ja. Klapperstorch. Und man isst grüne Blätter, man isst... Wie der Storch im Salat. Ja. Ostern, Osterhase. ja, nicht Salz. Pfeffer. Hase im Pfeffer. Das Tier ist riesengroß, hat einen ganz langen... Brüssel. Ja. Elefant. Ja. Elefant im Porzellanladen. Quark, Quark. Frosch. Hier. Oh, Einen Frosch im Hals Ja. haben. springt im Urwald rum. Wie Känguru? verrückt. Nein, was ist im Urwald und springt. Ein Affe. Ja. Ja, und der Affe auf dem Schleifstein wäre es gewesen. Und den haben wir nicht mehr. Den haben wir nicht mehr. Darf ich Sie bitten, darf ich Ihnen entgegenkommen? Ich gratuliere Ihnen zu 1.250 Mark. Und ich gratuliere Ihnen, ist da schon alles drauf, zu 3.250 Mark. Sandra, an den 3.250 von Herrn Schüli haben Sie einen großen Anteil. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann sehen wir uns wieder heute in einer Woche mit Ilona Christen. Das ist jene Dame vom Fernsehgarten im ZDF, den Sie am Sonntag sehen. Und René Weller, das ist der Mann, der es hier, aber auch hier hat. Und wenn Sie Zeit hätten, auch noch musikalisch etwas hören möchten, dann sind wir klassisch. Da kommt nämlich Heinz Baumann dazu. Ihnen allen alles Gute, guten Abend und auf Wiederschauen.